Herzlich willkommen zurück hier bei Amnesia. Oh yeah. Aus. So, wir haben jetzt gesehen, dass wir hier in der letzten Folge in den Altarbereich gegangen sind. Was ein bisschen so aussah wie die Unterwelt, was ihr euch bestimmt noch erinnern könnt. Jedenfalls sind wir dann nochmal zurückgelaufen, weil irgendwie das so ein komisches Monster, wenn er meinte, während wir uns hier unterhalten mit Leuten, dass der hier uns näher kommen müsste. Jedenfalls gehen wir jetzt nochmal dort herein und hoffen, dass das jetzt echt mal schusch weg ist. Jedenfalls haben wir einen Freund getroffen anscheinend vom Baron, Alexander. Ist jetzt da durchgebrochen oder was? Meine Augen konzentrieren sich jetzt gerade voll übelst da oben auf die Ecke. Aber auch für seine Verhältnisse wäre er eigentlich recht schnell. Okay. Also in Ordnung. Es wird eine ziemliche... Wir schleichen uns an alles vorbei. Arbeit. Die Frage, wo ist er denn jetzt hin? Er jetzt die ganze Zeit hier rumläuft. Rosenbilder sind auch wieder da. Müssen wir uns halt an die Suche machen von den Bruchstücken. Die unser wunderschöner Freund in Auftrag gegeben hat. Und nebenbei natürlich irgendwelche Reparaturteile finden. 12th of August, 1839. Banishment ritual is taking longer than expected, and we have to do what is needed. I spend my time helping out the prisoners. Being around these degenerates makes me ill. None of them even tries to face their punishment with any kind of dignity. They taunt me with their lies of innocence and their cowardly pleas of mercy. What can make a man fall so far from the grace of a civilized existence? I try to study the different tools in the torture chamber and learn how to use them effectively. Last time was messy, and the effect suffered from my inexperience. When the next... Aha. Anscheinend war ich mitbeteiligt ja an den ganzen Ritualen. Einmal Tee haben wir schon mal. Ich verstehe zwar auch nicht immer, warum hier immer solche Teile immer genau ganz aufs oberste Eck hier immer liegen müssen. Aber wir sind ja gewinnt. So, ist hier noch irgendwas? Ich schätze mal nicht. Das Rad kann man gar nicht bewegen, also hat es ja nichts zu bedeuten. Ah, es lässt sich bewegen, okay. Also muss ich jetzt wieder erst hier, sagt schon, wieder eine Säure herstellen, um dies dann zu benutzen, dann... Weiß einer, was mir ja nichts bringt. Oder vielleicht das Tier.
Obwohl, es macht ja auch keinen Sinn. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Hey, weil wir uns ja gerade mal so in Sicherheit wiegen können. Tja, ist ja... Ich bestimmt, soll bestimmt für irgendwas zum Anzünden darstellen. So, wo ist das andere Nagi der Monster? Ist gar hier nur noch darüber oder da geradeaus? Ja, macht mir ruhig noch mehr Angst. Ich habe heute nicht schuldig genug rumgeschrien. Und dann noch diese Toren, gell? Oh, das sieht schon wieder krass aus. Nicht alles wird irgendwas glitzern und funkeln, aber... Ich werde natürlich jetzt dahin gehen, weil... ich mich einfach gerade momentan mal sicher fühle, ne? Also es wird doch versucht, die Figur wieder zusammenzusitzen. Wundert mich eigentlich, dass sie nicht so gut wieder zusammen machbar war, irgendwie. Aber es ist ja so, wenn es immer so mythisch ist, dass das immer automatisch immer irgendwie alles zusammenspringt. Entschuldigung, für den kurzen Gena. Muss jetzt aber kurz sein. Möchte ein Stückchen Fleisch hinlegen vielleicht? So, zack. Wird immer besser hier, ich merke schon. Das große Feedling ist jetzt gerade hier auf das höchste Niveau des Jahrhunderts. Hier vielleicht hinlegen. Tja. Drüber springen. Ein leeres Glas hinstellen? Nein. Okay, dann weiß ich es nicht. Dann muss ich weiter suchen. Darum hat mir auch nichts weiteres erschlossen. Also denke ich jetzt nicht, dass da irgendwas sein wird, was ich unbedingt brauche, machen muss. Vielleicht bitte, ich weiß nicht. Ist momentan ziemlich still. Was mich vielleicht doch ein bisschen beunruhigt. Der einzige Weg, wo ich jetzt noch weiterkomme, ist geradeaus. Wo die ganze Zeit schon diese komischen Lichter in der Tür herumflackern. Was mir irgendwie noch mehr Angst einjagt. Achso, die Tür ist schon so offen gewesen. Was ist das denn? Wird ja mal besser. Aha. Ja gut, ich muss erstmal die Kugel finden.
Finde ich jetzt irgendwie merkwürdig. Weil ich nicht so ganz genau weiß, was jetzt ja eigentlich meine Aufgabe war. Weil schlussendlich konnte ich da doch hier irgendwie gar nichts machen. Is this your time witnessing Daniel? If so, blame yourself. You started this. You sent me that letter asking for help, and this is how you repay me? How dare you? Gehe ich momentan erstmal wieder zurück, würde ich behaupten. Da ich jetzt keinen Schritt weiterkomme. Dann muss ich gucken, wie ich jetzt hier weiterkomme. Ob ich da irgendwas mit dem Tier oder mit dem Stückchen Fleisch machen kann. Schauen wir mal. These cells are meant to hold prisoners who are under treatment. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well, and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. Kurz und knapp, ich war mit an dem Folter beteiligt und das macht mich natürlich noch vor. Weißt du, warum mich auch alle hassen? Good to see you. By me, I'm the next best thing. Alexander really wanted none other than Johann Reyer. You never heard of Johann Reyer? My God, boy. He's probably the greatest man in history. And you don't know him? Or is it the world has forgotten you? Reyer was my pupil. My pupil. Yes, I do take pride in that. Is it so wrong? Ja, es hätte mir was erzählt, was mir vielleicht mal ein bisschen hilfreich ist, ja. I found a Mithraeum once, one which had not been plundered. Do you know Mithraism? I suppose it doesn't matter. It is an old faith, building temples out of caverns. The dark walls being the universe. Super. And inside are its followers, humans, watching the sky slowly turn. But the followers do have one thing to arouse a real sense of connection, creation. The orbs. So ganz weiß ich natürlich noch nicht, was so meine Aufgabe hier ist. Aber noch nicht ganz so die Ahnung, wo die Teile sein sollen, die ich eigentlich suche. Irgendwie der mich eigentlich jetzt nur unten erwartet, kann ich ja erstmal eigentlich ruhig sagen, juhu. Aber trotzdem weiß ich nicht, was hier die Aufgabe ist. Weil ich nicht genau weiß, was ich jetzt machen muss. Soll ich so ein bisschen einternen? Ja, ein bisschen klebriges Öl. So, hä?
Geht immer. Hier war ja nix. Aber hier muss es doch irgendwo weitergehen. Ich kann mich jetzt nicht vorstellen, dass ich jetzt wieder den ganzen Weg zurück muss. Hier muss doch noch irgendwo was liegen, das mich mal hier voranbringt. Das kann es doch jetzt nicht sein hier. Dass ich mit meinem Hammer hier und Meißel das Ding ja nicht aufkriege. Der Babbel. Good to see. Babbel. Not many orbs are left. They sometimes consume themselves or break when used by an uninitiated. I was lucky. The orb I found spared my life and returned to where I found it. I know because Alexander took it and brought it to Breidenberg. Das ist eigentlich wie eine Maschine. Vi was a brave man and dared to proceed where I did not. He unearthed a number of cavern temples and gathered a whole collection of orbs. But, unlike every other finder since the fall of the Israel faith, he was able to unshackle the harm you and I connected with the orbs. He used them and was able to travel far and wide, beyond the world itself. Ich werde aus dem Ganzen irgendwie nicht schlau. Was muss ich tun? Was ist meine Aufgabe? Manchmal ist es irgendwie immer so undeutlich. Naja. Ich komme mir zu keinem richtigen Ergebnis. Deswegen sage ich hier, mache ich kurz mal hier ein Folgenpäuschen. Schaue mich mal kurz um und sehe euch dann zu den nächsten Folgenabschnitt. Also bis gleich. So, herzlich willkommen hier zurück beim Amnesia wieder. Zum zweiten Teil von dieser Folge. So, ich werde jetzt mal ein bisschen was ausprobieren. Man hört ja, dass da oben irgendwas ist und ich möchte ja da jetzt mal hier mal schauen, nur, dass ich da irgendwie hinkomme. Vielleicht kann sich das ja irgendwie öffnen lassen. Aha. Komm jetzt da hoch. Hä? Okay. Also wenn das jetzt geklappt hat, bin ich ja schon sehr erfreut. Vielleicht funktioniert jetzt auch da die Hebel da oben. Und dann kann ich erstmal da unten weiterreden, momentan. Schauen wir doch mal gleich. Ich renne geschwind dort hoch.
schauen, ob sich jetzt wieder die Hebel bewegen lassen, weil es war ja irgendwie anscheinend blockiert oder so. Deserved it. That little bitch. Bitte. Also manche haben es irgendwie nicht so übersetzt, ja. Aha. Ich habe jetzt zwar ein bisschen schon Angst, was jetzt da passiert. Was jetzt aufgegangen sein möge. Aber die wunderschöne Musik, die macht dann ja immer so... Tut dann ja immer so besänftigen, ne? Da wird man gar nicht böse. Na, gar nicht, okay. Gut, vielleicht gehen jetzt da durch die Türen da unten auf. Wir gucken am besten schnell auch nochmal nach. Daniel, you have gone too far. I have to stop you. I can't let you proceed any further. I'm sorry, my friend. Das bedeutet was? Ah, das ist ein Spinner-Ding, habe ich gar nicht gesehen. Oder sind die jetzt neu? Okay, das war's beim alten, hoffe ich jedenfalls mal. Okay, der ist auch noch da, also. Straight up. Ah, you again. You got the doors open? Good going. I knew you could do it. Gut, das schauen wir uns dann aber erst in der nächsten Folge an. Also, bis dahin und hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht bei mir. Tschüss.